Guten Tag nochmal, herzlich willkommen und ich würde gerne auch Ihnen informieren, ja, dieses Webinar wird aufgezeichnet und wir stellen Ihnen die Aufzeichnung im Anschluss allen registrierten Teilnehmern zur Verfügung. So, mein Name ist Olga von Solitec und ich starte mit dem ersten Teil rund um Modulqualität, Sicherheit bei Solar Carport. Und gemeinsam mit unseren Partnern von ClickHon, Jans Reter und Robin Schmidt, zeigen wir Ihnen heute sowohl die technischen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ja, schreiben Sie diese jederzeit gerne in den Chat. Ja, und ich komme am Ende darauf zurück. So, lassen Sie uns direkt starten und ich beginne mit einem kurzen Einblick, wer wir sind. Nur die wichtigsten Informationen. So, vielleicht kennen einige von Ihnen Solitec bereits. Ja, wir sind ein Solarhersteller mit Sitz in Vilnius, Litauen und gehören heute zu den führenden Anbietern in Nordeuropa. Wir entwickeln und produzieren unsere Solarmodule seit über 50 Jahren. Und genau diese Erfahrung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um anspruchsvolle Anwendungen wie Solar Carports geht. Ja, was uns besonders auszeichnet, ist unser klarer Fokus auf langlebige und nachhaltige Premium-Lösungen. Und genau deshalb wachsen wir aktuell sehr stark im Dachregion, im Dachmarkt. Ja, so insgesamt der Markt entwickelt sich rasant. In den nächsten Jahren werden deutlich mehr Solaranlagen in ganz Europa installiert. Und was noch wichtig ist, Solitec ist nur der einzige Hersteller mit diesem Cradle-to-Cradle Gold-Zertifikat. Solitec-Module erreichen Wirkungsgrade bis zu 22,9%. Aber gerade bei Carports ist nicht nur effizient entscheidend, sondern vor allem mechanische Stabilität und Sicherheit. Und genau hier eine Frage an Sie. Mit welchen Herausforderungen sind Sie bei der Auswahl von Modulen für Solarcarports konfrontiert? Insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Witterungen. Ja, so ich bin gespannt auf Ihre Antworten im Chat. Ähm, Dann im Gegensatz zu klassischen Dachanlagen sind Carports direkt Witterungseinflüssen wie Schnee, Wind, Temperaturunterschieden ausgesetzt. Ja, so deshalb müssen die Module nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders robust langlebig sein, ja, und genau das zeigen auch die wichtigsten Kennzahlen unserer Module. Sie haben diese Lebensdauer von bis zu 50 Jahren, dann eine Produkt- und Effizienzgarantie von 30 Jahren. So auch nach 30 Jahren liefern sie noch mindestens 90% ihrer ursprünglichen Leistung. Ja, also zusätzlich erfüllen sie mit der Brandklasse A höchste Sicherheitsstandards. Ja, und so hier wird eine kurze Übersicht darüber, wie wir versucht haben, unsere Solarmodule zu beschädigen und gescheitert sind.
So deshalb nennen wir unsere Solarmodule die steckte Solarmodule auf dem Markt und dafür haben wir viele verschiedene Gründe, ja. Dann ein wichtiger Punkt auch ist die Wirtschaftlichkeit. Ja, also während klassische Konstruktionen keinen Ertrag bringen, erreichen Solar Carports typischerweise eine Amortisation in etwa 5 bis 9,5 Jahren. Und naja, das macht sie auch wirtschaftlich sehr attraktiv. Ähm, Solar Carports kombinieren drei Funktionen. Ja, sie schützen Fahrzeuge, natürlich erzeugen Strom und benötigen keine zusätzliche Fläche. Gerade wenn Dachflächen ungeeignet sind, sehen sie eine sehr gute Alternative. Zusätzlich bieten sie flexible Ausrichtung für optimale Erträge, dann modulare Skalierbarkeit und einfache Integration von Ladeinfrastruktur. Ja, also das macht sie zu einer zentralen Lösung für die Energiewende. Mich würde auch interessieren, welche Module setzen Sie aktuell in Ihren Solar Carport Projekten ein? So, Sie können gerne kurz auch im Chat antworten. Ja, da die bei unseren Kunden in ganz Europa beliebsten Module sind diese Solid-Module mit Rahmen. Sie sind extrem belastbar, hagelsicher bis 50 Millimeter, ja, extrem windbeständig und gehören zu den stärksten Modulen auf dem Markt. So, diese Module sind die perfekte Wahl für Carport, für Solar Carport. Dann, was noch wichtig ist, ja, so in Deutschland gelten diese Module als Überkopfverglasung. Das bedeutet, sie benötigen eine DBT-Zulassung. Und diese ist entscheidend, weil sie bestätigt, dass das Modul sicher als Bauelement eingesetzt werden kann. Für diese Zertifizierungen müssen Module sehr strenge Tests bestehen, ja, zum Beispiel Restrax-Fähigkeit im Schadensfall, dann hohe Schneelasten und natürlich diese extreme mechanische Belastungen. So gerade in Regionen mit viel ist das wirklich entscheidend. Dann noch was wichtig ist. Ein zentraler Faktor ist das Modulaufbau. Ja, so dickeres Glas erhöht diese Stabilität und reduziert Mikrorissen. Die Zwischenschicht verteilt die Belastungen und hält im Schadensfall die Struktur zusammen. Das ist besonders wichtig für Sicherheit über Fahrzeugen. Ja. Dann gehen wir weiter. So, die Zwischenschicht im Modul spielt eine auch wirklich sehr wichtige Rolle. Ja, sie verteilt diese mechanische Belastungen, verbessert auch die Haftung zwischen den Schichten und verlangsamt diese Ausbreitung von Riesen. Ja, und im Schadensfall sorgt sie außerdem dafür, dass Glasfragmente sicher zusammengehalten werden. Ja, dann gehen wir weiter zu meiner beliebsten Frage. Ja, also die meisten Hersteller verwenden diese FA-Ethylenvinylacetatmaterial, ja. Wir Solitec verwenden nur diese Polyolefenelastomer. Das bietet bessere mechanische Eigenschaften und eine längere Lebensdauer und hier können Sie sehen, warum, ja. Dann gehen wir weiter. Ja, natürlich auch der Rahmen ist auch entscheidend. Ja, beim Solar Carport ist er Teil der tragenden Struktur und ein stabiler Rahmen reduziert diese Durchbiegung, ja, und schützt natürlich auch die Zellen.
Dann gehen wir zu unserem Glastyp. So insgesamt, wir verwenden diese 3 Punkt plus 3,2, 3,2, 3,2 Glas. Ja, verdoppelte Glas. Und natürlich Glasstruktur ist auch entscheidend. Ja, wir verwenden diese hitzverstärktes Glas. Und dieses hitzverstecktes Glas bietet im Vergleich zu gehärtetem Glas eine höhere strukturelle Stabilität nach einem Bruch, ja, da größere Fragmente erhalten bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Brandschutz. Ja, so unsere Module erreichen die Klassifizierung BS1 und D0. Ja, so das bedeutet sehr geringer Beitrag zum Brand, ja, minimale Rauchentwicklung und keine brennenden Tropfen. Ein entscheidender Sicherheitsfaktor für Parkflächen. Dann eine Sekunde. Ja, so hier sehen Sie die Feuerreaktion unserer Solarmodule nach der europäischen Norm. Ja, diese Test war in unserer Laboratorium durchgeführt. Ja, dann noch was interessant ist bezüglich dieser hohe Hagelresistenz. Ja, so insgesamt hohe Hagelresistenz reduziert das Risiko von Schäden erheblich. Ja, und gerade bei Carports schützt das nicht nur die Anlage, sondern auch die darunter geparkten Fahrzeuge. Ähm, ja, so können Sie ein paar Videos sehen. Da sind Modulen. So, damit können wir kurz so sagen. Solitec Solarmodule, ja, die stärkste Solarmodule auf dem Markt. Und Solar Carport sind eine sehr effiziente Lösung, aber sie erfordern speziell entwickelte Module. Ja, so Standardlösungen reichen hier einfach nicht aus. So, deshalb wir sind alle hier heute, um mehr darüber zu sprechen, um mehr darüber zu erkennen. So, von meiner Seite, es ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick über die wichtigsten Aspekte von der Modulqualität und Sicherheit geben. Ja, es war keine Information bezüglich Solitec-Geschichte. Ja, es ist langweilig. So, jetzt übergebe ich an unsere Kollegin von Clickon, ja, die Ihnen Einblicke in der praktischen Planung und Umsetzung geben werden. Und wie gesagt, ich beantworte gerne Ihre Fragen sehr gerne im Anschluss. Machen wir so. Ja, vielen Dank, Olga. Dann würde ich sagen, übernehme ich jetzt den Part. Ich starte für uns von Clickon und teile jetzt nun meinen Bildschirm, den Sie jetzt hoffentlich, denke ich, alle sehen dürften. So, wunderbar. Also dann. Dementsprechend auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Robin Schmidt. Vielen Dank erstmal für die zahlreiche Erscheinungen hier heute. Und ich freue mich darüber, heute Ihnen ja unsere Passion, den Carport Indach Systembau, ja, präsentieren zu dürfen in der Carport Meisterklasse. Und genau, ganz kurz zu mir. Wie gesagt, mein Name ist Robin Schmidt. Ich bin hier im technischen Vertrieb zuständig. Das heißt, wenn Sie eine Anfrage stellen, landen Sie entweder bei mir oder vielleicht auch bei meinem Kollegen Herrn Ritter, den Sie auch noch mit dabei sehen, und werden dann eben direkt von uns betreut. So, okay, also wir starten quasi
indem wir uns eine der anfänglichsten Fragen stellen, neben wo stelle ich mein Carport hin, wie soll es genau aussehen, wie groß soll es vielleicht werden, das aktuelle Projekt, ja, steht einfach ganz oft diese Frage im Raum, mit was für einem System möchte ich eigentlich das Carport legen? Soll es eine typische aufgeständerte Aufdachlösung werden oder soll es vielleicht eine durchdachte Designlösung als Indachsystem ohne weitere Dachhaut darunter werden? Genau, und da kommen wir dann quasi ins Spiel und ich möchte Ihnen heute einfach ein paar Gestaltungsprinzipien und auch Möglichkeiten vorstellen, wie es aussehen kann, vom kleinen Privatcarport bis hin zur großen Industrie-Megawattanlage, können Sie mit unserem System alles abbilden und dazu lade ich Sie jetzt quasi einfach ein. So, vorab noch, wir von Clickon sind ein inhabergeführtes kleines Unternehmen ohne Fremdkapital mit knapp 14 Mitarbeitern und ja, jeder von uns quasi weiterentwickelt, plant oder vertreibt ja unser patentiertes PV-Montagesystem ClickPlane Pro als Hauptprodukt und seit letztem Jahr sogar noch unseren Solarzaun ClickWall, den können Sie hier gerade bei mir hier im Hintergrund sehen tatsächlich. Einfach nur als kleinen Teaser, auch wenn es heute um das Thema Carports geht. Genau. Ähm, Weltweit durften wir jetzt seit diesen 17 Jahren sind es jetzt, glaube ich, ja, über 8000 Projekte realisieren. Das heißt nicht nur in Deutschland oder in der gesamten Dachregion, sondern tatsächlich weltweit. Aber wir fokussieren uns jetzt heute natürlich nur auf unseren Bereich hier, auf die kleineren Bereiche hier. So. Hier sehen Sie eine Schemadarstellung von unserem System, einem regensicheren Indachsystem, wie gesagt, ohne weitere Dachhaut darunter und vor allen Dingen ganz wichtig, ohne Verwendung von Dichtgummis. Die Olga hat es vorhin ganz gut gesagt. Die Module haben 30 Jahre Garantie, manche sogar 40 Jahre. Und die Dichtgummihersteller geben so 10, 12 Jahre, wenn es gut kommt, Garantie auf die Versprödung von ihren Dichtungen. Das heißt, Sie können sich ausrechnen, wenn Sie einen Lebenszyklus von einem Modul mitmachen oder sogar bis zu 50 Jahre Haltbarkeit, wie jetzt, was sie vorhin gesagt hat, da müssten sie zwischen 3 und 5 Mal das bestehende Dach bei Dichtgummis abdecken, diese neu einbringen und dann wieder das aufs Dach bringen. Sprich, sie haben einen hohen Aufwand, sie müssen es immer wieder in die Hand nehmen, in Geld in die Hand nehmen. Und das möchten wir mit unserem System tatsächlich ausmerzen. Sie können in unserem System jedes gerahmte Standardmodul einsetzen. So, prinzipiell. Ich sage prinzipiell, ich sehe es auch immer wieder jetzt hier in den Kommentaren schon, das Thema DIBT oder ABZ, wie man es auch nennen kann. Das ist tatsächlich die Überkopf-Verglasungszulassung, die wir in Deutschland ja, zwingend brauchen. Dazu wird Ihnen der Herr Ritter später nochmal mehr erzählen. Von dem her würde ich das jetzt erstmal nicht weiter anreißen, aber nur als Teaser, da kommt noch Interessantes. Genau. Wir haben keine Dichtgummis, wie schon gesagt. Das bedeutet, unsere Wasserführung ist gezielt durch unser System. Sprich, das Wasser wird explizit über die Module hinweg in die Grundprofile geleitet und abgeführt. Durch unser Tragrinnen-Schienensystem würde ich es bezeichnen, ja. Ähm, Dementsprechend regensicher und nicht regendicht. Das ist einfach aus rechtlichen Gründen. Aber Sie können es sich trotzdem merken, unter den Dächern ist es trotzdem trocken. So, als weitere Besonderheit und einfach Alleinstellungsmerkmal können Sie, und das ist jetzt hier auch nochmal beschrieben, das Projekt, wie sonst prinzipiell auch bei einer typischen Aufdachlösung, von oben montieren, aber vor allen Dingen können Sie können Sie die Module bei unserem System von unten auf das Dach aufbringen. Genau, das bedeutet, Sie haben ja eine schnelle und vor allen Dingen einfache und kostengünstige Montage. Sie stellen quasi 2 Personen auf einen Hubsteiger oder auf Leitern unter das Carport-Projekt und können innerhalb von wenigen Minuten von unten ganze Strings oder Modulreihen komplett montieren und sichern und das, indem die Module nicht geklemmt oder verschraubt werden müssen, sondern lediglich gehalten und was das Thema thermische Ausdehnung angeht, dann dementsprechend schwimmend verlegt werden. Und zwar, wie gesagt, ohne Dichtgummis. Wir können mit unserem System
kleine Projekte vom Privatcarport mit kleinen Spannweiten bis hin zu den großen Megaprojekten mit Spannweiten von bis zu 7,50 Meter von einem Binder bis zum anderen Binder abdecken. Das funktioniert, indem wir unser Clickplane-System einmal als Grundprofilvariante, wie Sie es jetzt hier sehen können, dargestellt haben, als auch ein Pfettenprofil, sprich, das ist dieses Grundprofil mit zusätzlicher Pfette unten drunter, führt zu mehr Stabilität, zu mehr Sicherheit, was das Thema Statik angeht, aber vor allen Dingen können Sie eben große Spannweiten damit abdecken und sparen sich eben dann auch im Stahlbau beziehungsweise bei den Stützen und dem Fundament Kosten. So. Was also zeichnet es aus? Wie gesagt, wir haben keine Dachhaut darunter. Wenn Sie jetzt also hier die Module einsetzen, bilden die Module selbst das Dach ab. Das bedeutet, wenn Sie semitransparente Module einsetzen, die also Licht durchlassen, entsteht eine helle, freundliche Überdachung, die gleichermaßen die Sonnenenergie aufnimmt, als auch durchlässt, ja, und ein angenehmes Klima schafft. Sie können sich beispielhaft vorstellen, wie bei einem typischen, wie bei einer Pergola, ja. Sie haben immer wieder im Abstand quasi Licht-Schatten-Spiele und es ist einfach ein sehr angenehmes Klima. Genau. Und so wird eben aus einer Energieanlage ein gestaltetes Dach, was einfach zum drunterverweilen einlädt. Oder eben, wie Sie es jetzt hier beispielsweise sehen, ja, Sie trockenen Fußes mit angenehmem Licht zum Edeka bringt. So, Entschuldigung. So. Ähm, Bei großflächigen Anlagen, ja, haben Sie natürlich besonderen Reiz, indem sie unser System verwenden, um eine komplett maximierte Flächenbelegung zu bekommen. Sie haben bei einem aufgeständeten System immer das Problem, dass natürlich von oben montiert werden muss und auch Schatten, ja, die Beschattung quasi dazu führt, dass sie immer gewissen Rasterabständen montieren müssen und dementsprechend können sie nicht den gesamten Platz ausnutzen. Das haben sie jetzt bei unserem System jetzt hier nicht. Sie können quasi, wie Sie es jetzt hier sehen, Modul an Modulstoß komplett nutzen, um die gesamte Fläche abzudecken und hier einfach eine optimierte Großflächenlösung auch bekommen. Wie hier schön als Kernaussage dargestellt, verbindet es technische Logik mit der architektonischen Sichtbarkeit. Einfach von oben als auch von unten ein solarer Blickfang, der eindeutig signalisiert, hier wird wahnsinnig viel Strom produziert. So, Sie fragen sich jetzt vielleicht, ein Produkt von einem kleinen Privat-Carport bis zu einem großen Megawatt-Carport, ja, oder Überdachung, wie genau das jetzt funktioniert. Und dieser Maßstab hat sich ja komplett geändert. Wenn ich jetzt ein großes Projekt mir anschaue, habe ich immer sehr große, fette, breite Träger, ja, extreme eigentlich Maßstäbe tatsächlich. Und das will ich natürlich bei meinem kleinen Privat-Carport nicht haben. Ja. Das ist klar. Aber prinzipiell sage ich jetzt, hier ist das Grundprinzip immer noch das gleiche. Das Einzige, was sich jetzt hier verschiebt, sind die Prioritäten und das ist eben ganz wichtig. Sie sehen jetzt hier im Privathaushalt beispielsweise, Sie können sich vorstellen, Sie möchten vielleicht ja ein, zwei Fahrzeuge bei Ihnen in der Hofeinfahrt vielleicht überdachen. Sie möchten, dass das Carport, was Sie sich dort hinstellen, perfekt ins Wohnumfeld integriert wird und angepasst wird, dass es sich nahtlos einfügt und nicht wie aufgesetzt aussieht oder wie mit Photoshop reinkopiert. Und eben genau das schaffen Sie, indem Sie schlanke Profile verwenden, eine versteckte Technik durch beispielsweise unsere integrierte Kabelführung, vielleicht sogar ein Beleuchtungskonzept noch mit reinbringen, was ebenfalls bei uns im System mit verschwindet. All solche Dinge einfach für architektonische Ruhe und für ein einfügendes Bild. Ähm, Bei einer Wohnanlage, oh, ich sehe gerade, dass das Bild nicht dargestellt wurde. Entschuldigung. Ähm, Bei einer Wohnanlage ist es jetzt tatsächlich anders. Ja. Sie sehen hier, die Priorität verschiebt sich auf Stabilität, Wiederholbarkeit, vielleicht einheitliche Details. Sie können sich vorstellen, Sie sind Vermieter und alle Mieter bezahlen den gleichen Preis für ihren Parkplatz. Der eine hat plötzlich eine Ladestation, der andere hat keine mehr, der eine hat mehr Platz, der andere plötzlich weniger oder kommt schlecht in seine ja, Parknische hinein. All das möchten sie eigentlich ausmerzen, indem sie ein faires, aufgeteiltes und wiederholbares System haben, in dem ja, der tägliche Nutzen und eben das Thema Fairness einfach im Mittelpunkt stehen.
Wechseln wir jetzt weiter in Richtung Gewerbe oder Büros, ja, vielleicht auch sogar Hotels tatsächlich, haben Sie wieder eine ganz andere Priorität. Da müssen Sie sich im Klaren sein, hier zählt die Sichtbarkeit, hier zählt Komfort, vielleicht sogar tatsächlich eine Art Prestigeobjekt oder dass Sie im besten Fall sogar ein Kundenerlebnis schaffen können, ja. Das ist hier tatsächlich das A und O. Sie möchten, gerade wenn Sie sich in die Hotelbranche bewegen, ja, Sie möchten hier, dass das Hotel klar signalisiert, wir stehen für vielleicht umweltbewusstes Denken. Wir möchten eine PV-Anlage bei uns in der Einfahrt ja, positionieren, bei der auf einen Blick erkennbar ist, wir erzeugen Strom. Wir können Ihre E-Fahrzeuge als Kunde direkt bei uns mit unserem eigen produzierten Strom laden. Das haben Sie natürlich bei einem Büro sehr ähnlich, wenn Sie den Fuhrpark vielleicht darunter setzen oder ja, da möchten Sie tatsächlich einfach zeigen, dass das ein hochwertiges Produkt ist, dass das widerspiegelt, was Sie tatsächlich auch vielleicht verkaufen. Wenn Sie sich in den Retail oder in den Einzelhandel bewegen, vielleicht wie gesagt auch nochmal das Thema Fuhrparks, zählt dann die Wirtschaftlichkeit und die Langlebigkeit. Sie möchten hier einen möglichst hohen Ertrag eigentlich erwirtschaften für lange Laufzeit und gleichzeitig geringe Wartungskosten. Ja, das ist tatsächlich sehr essentiell. Eigentlich möchte sich der Fuhrpark nur maximal um die Fahrzeuge kümmern und auch sonst nicht mehr. Ja. Deswegen sehen Sie jetzt hier dieses Bild. Es ist naja, ein Y-Kragarm-Carport, das jetzt keine Besonderheiten aufweist. Das ist in einer Farbe. Es ist einfach nur da, um Strom zu gewinnen, gleichzeitig Strom zu liefern für die Fahrzeuge. Punkt. Gleichzeitig ist es natürlich sehr servicefreundlich, weil einfach direkt alles angebracht ist. Vielleicht auch mal größere Spannweiten noch, damit eben auch größere Fahrzeuge drunter passen und mit einem klaren Leitsystem vielleicht sogar direkt integriert. So, wenn wir nun uns, wie schon vorhin angesprochen, auch in die großflächigen Bereiche bewegen, haben Sie die Priorität, dass hier natürlich Größe das Maß ist. Ja, Sie möchten alles so groß wie möglich haben. Sie möchten eine maximale Belegung mit Solarmodulen haben. Sie möchten da keine Verschattungen haben. Sie möchten möglichst wenig vielleicht Wartungsgänge oder ja, einfach etwas, das den Ertrag mindert. Sie möchten eine bestehende Infrastruktur oder Verkehrsführung sogar direkt integrieren. Ja, ich sage mal, typischerweise bei uns hier in Freiburg wurde direkt letztens ein Schwede gebaut, bei dem ist alles mit integriert, so dass es sich eigentlich anfühlt, als würden sie auf einer Straße fahren. Ja. Und genau das ist das Prinzip, was Sie hier eigentlich auch vermitteln möchten. Sehr breite Fahrbahnen, sehr hohe Decken, wenig Stützen, ein regelmäßiges Raster, in dem klar signalisiert wird, hier fahre ich rein, hier fahre ich raus, hier kann ich wenden. Ich habe genug Platz, alle Fahrzeuge, LKWs, Transporter drunter durchfahren zu lassen und das alles ohne ja das Gefühl haben zu müssen, dass mir die Decke quasi auf den Kopf fällt. Genau. Und gleichzeitig wartungsarm. So, das habe ich Ihnen jetzt hier alles auf dieser Folie nochmal zusammengefasst. Das können Sie sich dann gerne auch im Nachgang, ich glaube, die Olga hat es gesagt, Sie bekommen zwar das Video, allerdings werden Ihnen auch die Folien bereitgestellt, können Sie sich dann gerne nochmal in Ruhe dann auch ansehen. So, und jetzt natürlich ein weiterer sehr, sehr interessanter Punkt ist das Thema Gestaltung. Wie komme ich denn dazu, dass ich diese Prioritäten anpasse von einem kleinen zu einem großen Carport. Ja. Und da habe ich es jetzt mal hier auf 5 Gestaltungshebel vielleicht eingegrenzt tatsächlich. Und wir beginnen jetzt hier einfach tatsächlich mit der Dachgeometrie. Sie kennen es vermutlich alle. Wir haben typischerweise Pultdächer oder Satteldächer, die Kragarm-Carports oder auch die Y-Kragarm-Carports oder natürlich auch irgendwelche Sonderfälle direkt für private Begebenheiten. Ja. Und da ist es dann eben genauso, dass die Dachgeometrie hier entscheidet, ob Sie jetzt eine hausnahe, ruhige Geometrie vielleicht sogar direkt mit einer Anbindung an das Haus wählen möchten, ja, mit einem explizit vorherrschenden Platz vielleicht, weil es um ein Eck geht, direktes Aufmaß dazu, weil wirklich kaum ja, Spielraum ist tatsächlich. Und auch das ist dann natürlich im Verhältnis zu Großflächen, die sehr viel zusammenhängende Felder haben möchten. Sie möchten ja eben maximale Belegung haben mit einem einheitlichen Raster. Und da ist dann eben die Wahl der Dachgeometrie einfach maßgebend dazu.
Die Frage, welche man sich hier also stellen sollte, ist, möchten Sie, dass ein Carport in der Umgebung verschwindet? Oder möchten Sie, dass es wirklich Präsenz zeigt, dass es wirklich da ist und alles klar auf einen Blick deutlich zu erkennen ist? Genau. Die Tragstruktur, ebenfalls maßgeblich für die Wirkung. Vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, gefühlsmäßig. Ja. Schlanke Stützen aus Stahl oder einem Holztragwerk mit vielleicht sichtbar kleinen Fundamenten oder vielleicht sogar gar keinen sichtbaren Fundamenten wirken natürlich sehr viel eleganter, leichter, sehr viel ja, schmaler, sage ich jetzt mal, als jetzt sehr hohe Decken mit breiten Stützen, mit Fetten, die sie in einem sehr hohen Raster setzen müssen, ja. Das, was wiederum aber allerdings für viel Ordnung und klare Linien sorgt, ja. Da muss man dann eben tatsächlich einen, ja, guten Mittelweg finden. Das Material, Stahl, ich habe es schon angesprochen, Holz oder wie unser System aus Aluminium oder beispielsweise sogar eine Hybridbauweise. Das ist jetzt leider bei dem Bild, das Sie ganz anfangs nicht sehen konnten, aber eine Hybridbauweise dargestellt. Aus Stahl und Holz. Ja, das verändert natürlich einmal die Kosten, das ist klar. Wenn Sie jetzt Stahl mit Holz vergleichen, sind Sie natürlich im ganz anderen Preissegment zu Hause. Allerdings wirkt zum Beispiel Stahl deutlich kühler, neumodischer, auch eleganter, wie jetzt Holz, was sehr viel wärmer, natürlicher und auch weicher ist. Ja. Zusätzlich ist natürlich dann auch die Modulfarbe beispielsweise. Sie haben es vorhin in der Präsentation von der Olga gesehen. Solitec bietet sehr viele unterschiedliche Modultypen an. Ja. Manche lassen sehr viel Licht durch, wie jetzt beispielsweise das Solid Agro hat einen sehr hohen Transparenzgrad. Oder manche Module sind schwarz, matt, manche glänzen, haben eine Folie drauf oder sind sogar bunt. All das wirkt natürlich auf das Erscheinungsbild eines Carports, sowohl von oben, klar, aber natürlich auch von unten. Zusätzlich die versteckten technischen Details wie die Kabelführung oder integrierte Beleuchtung in unserem System fördern das Verhältnis oder das Gefühl zu einer Präzisionsarbeit, zur Sicherheit oder auch einfach einem komplett durchdachten Konzept. Bei der Lichtwirkung, die finde ich persönlich eine sehr große Rolle spielt, ähm, ist es tatsächlich dann wichtig, wie jetzt gerade eben schon gesagt, auf die Transparenz der Module zu achten. Wenn Sie natürlich einen hohen Lichteinfall möchten, würde ich auch zu einem Modul tendieren, das ja dementsprechend eine Durchlässigkeit hat. Möchten Sie allerdings mehr Ertrag haben, müssen Sie auf der Seite zum Beispiel wieder einsparen. Ja, das Beleuchtungskonzept kann, Sie sehen später nochmal ein Bild, eben bei uns integriert werden. Das heißt, Sie können auch hier mit Schattenspiel arbeiten, was natürlich auch sehr angenehm dann fürs Auge ist. Die Zusatzfunktionen stehen jetzt hier auch nochmal, sind natürlich ein Punkt, die tatsächlich sehr gerne, vor allen Dingen bei einer anfänglichen Planung, meist vergessen werden oder untergehen. Ähm, Auch hier wieder jetzt als letzter Punkt, man müsste eigentlich fast schon sagen, das sollte der erste sein, das Thema Entwässerung, Beleuchtung, Elektrik, Beschilderung, Reinigung des Systems bei Verschmutzung oder auch ja, das Thema Schneemanagement. Ja. Die sind meist auf den ersten Blick gar nicht sichtbar oder sind gut versteckt tatsächlich, sind aber oftmals am Ende eines Projekts tatsächlich entscheidend. Wie oft habe ich schon ein Projekt gesehen, bei dem die Entwässerung komplett vergessen wurde, am Ende angefügt wurde und dann ein wunderschönes Carport tatsächlich, hm, naja, stark beeinflusst hat. Genau. Zusammengefasst kann man hier tatsächlich sagen, dass nicht ein einzelner Punkt davon die Gestaltung von einem Carport quasi ja, in die eine oder andere Prioritätsrichtung verschiebt, sondern erst das gesamte Zusammenspiel all dieser Punkte, die in Betracht gezogen werden müssen oder sollten bei der Planung von einem Carport, um eben das wirklich gewünschte Ziel von sich oder ihrem Kunden dann zu erreichen. Jetzt abschließend habe ich hier noch mal ein paar Beispiele zu dem genannten gerade eben. Sie sehen jetzt beispielsweise hier einen Privatcarport aus unseren Referenzen, der im Verhältnis zum Haus nicht mehr wirklich auffällt. Sie sehen, die Farbgebung ist genau gleich. Sie haben ein weiß lackiertes Holztragwerk, ein weißes Haus in Terrakottafarben, ein kleines bisschen
ja, Zinkverblechung hier. Ähm, Allerdings sehen Sie auch, dass semitransparente Module verwendet worden sind, die, wenn man dann drunter steht, eben einfach eine Glasoptik führen, die beispielsweise durch den Wintergarten auch wieder aufgefangen wird. Ja, Sie sehen, dass der Carport hier direkt in dieses Haus-Wohnumfeld integriert ist. Bei einer Wohnanlage haben wir hier auch wieder ein Referenzbild. Natürlich sehen Sie wieder dieses Fairness, diese Wiederholbarkeit, dieses modulare System aus Einzelplätzen ein gesamtes System aufzubauen. Ja. Sie sehen, für jeden ist ein genau gleiches Raster vorgesehen. Jeder hat hier eine Ladestation, jeder hat hier seinen zugewiesenen Platz und es ist einfach diese Einheitlichkeit. Das ist das Bild, das ich vorhin gemeint hatte, mit dem Thema mit unserer integrierten LED-Beleuchtung. Wir haben hier wieder Gewerbe, Hotel und Büro, das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Ähm, Sie sehen hier ein Objekt, das ja präsent in den Vordergrund gezogen wurde. Sie sehen diese Materialaussparungen im Stahlbau, welche natürlich öfter mal zu sehen sind, aber im Carportbau nicht immer vorkommen, einfach als kleinen zusätzlichen Blickfang. Die Fahrzeuge, die sollen nicht nur tagsüber schön sichtbar sein und Sonnenlicht durch das Carport generieren, sondern auch beispielsweise nachts sichtbar sein. Das heißt, für die Kollegen, die noch bis spät im Büro sitzen, sollen sie trotzdem ihr Fahrzeug finden. Das heißt, oder für den Kunde, der auch nachts nochmal auf die Pirsch geht, ja, haben sie hier tatsächlich ein einheitliches Kundenerlebnis geschaffen, was das widerspiegeln soll, was sie beispielsweise im Hotel oder in der Firma, in der sie arbeiten, ja, wiederfinden sollten. Und abschließend natürlich auch nochmal ein Bild zur Großfläche, in der Sie wirklich einheitliche Verkehrsführung mit breiten Stützen, mit breiten Fahrgassen, mit einer wahnsinnig hohen Decke sehen können, in der Sie sich nicht eingeengt fühlen, ja, in der Sie Luft haben zum Rangieren mit dem Fahrzeug, ja, tatsächlich mit der integrierten Verkehrsführung und einer einheitlichen, ja, Standortwahl kann man dann hier tatsächlich auch vielleicht sein Fahrzeug sogar verlieren. Genau, also von dem her bin ich jetzt tatsächlich auch zu Ende mit meinem Teil und würde jetzt hier sehr gerne an meinen Kollegen Herrn Ritter übergeben, der jetzt nochmal auf dann das Thema Statik, Normen eingeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Robin. Ähm, Wenn du kurz hier, danke, rausgehen würdest, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass Sie alle so zahlreich hier bei uns erschienen sind, bei unserem Webinar heute Nachmittag. Ganz kurz zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Jens Ritter. Ich bin Vertriebsleiter bei uns im Hause Clickon seit fast dem ersten Tag dabei und doch schon jetzt eine ganze Menge Carport-Varianten und Projekte begleitet in dieser Zeit. Sie haben es gesehen, über 8000 Stück weltweit. Und mein Part, den ich jetzt mit Ihnen teilen werde, worüber wir sprechen werden, ist ein bisschen vielleicht eine trockenere Geschichte, aber ich versuche das doch so darzustellen, dass Sie nicht einschlafen werden, dass Sie nicht ganz langweilig das erleben. Und zwar, wir gehen hier auf die Normen und Nachweise, auch schauen wir uns die Statik an und das hauptsächlich für die drei Kernregionen, über die wir heute reden, und zwar Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und tatsächlich ist es so, dass in allen drei Ländern es komplett anders angegangen werden wird. Und eigentlich dieser Vortrag deshalb mehrere Stunden dauern könnte, was wir nicht machen können. Ich werde relativ schnell deshalb drüber gehen. Sie bekommen, wie gesagt, die Folien, da können Sie ein bisschen tiefer reingehen. Und wenn Sie noch später vertiefende Fragen haben, rufen Sie uns einfach an, sprechen Sie uns an, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ganz wichtig, und das möchte ich gerade, weil wir jetzt auch hier in einen Bereich reingehen, der schon auch ein bisschen rechtliche Relevanz hat, muss ich dazu sagen, das sehen Sie so schön auch unten an der Folie. Es ist wichtig, wir haben uns natürlich hier bemüht, alles reinzubringen, aber es wird wahrscheinlich niemals vollständig sein, weil es sind so unfassbar viele Normen bei uns in Europa und vor allen Dingen auch gerade bei uns in Deutschland. Und deshalb haben wir keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit. Das musste ich jetzt einfach sagen und jetzt legen wir los. Ähm, Bei Carports hat uns das auch immer mehr überrascht. Also wir sind ja da reingewachsen in den letzten, wann haben wir den ersten gemacht? 2011, also jetzt in den letzten 15 Jahren.
Und wir haben auch feststellen können, dass je mehr gebaut wird in dem Bereich, desto strenger wird auf die Normen geschaut. Und deshalb wirklich meine Riesenbitte an Sie. Sie werden im Laufe der Jahre, wenn Sie da tiefer reingehen oder wenn Sie schon dabei sind länger, haben Sie es bestimmt auch schon mitbekommen, dass immer wieder darüber gesprochen wird, ach, DBT-Zulassung ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht oder im privaten Bereich überhaupt nicht notwendig, ist leider absolut alles Blödsinn. Es gibt Normen, über die können wir uns nicht hinwegsetzen, die sind wichtig, da müssen wir uns dran halten. Sie können, auch das jetzt mal kurz gesagt, Sie können etwas bauen, aber, und das ist das Verrückte an der Geschichte, wenn Sie Glück haben, zum Beispiel in Deutschland einen Prüfstatiker zu haben, der mit Ihnen mitgeht, der sagt ja, ja, oder vielleicht, was es leider auch gibt, gar nicht selbst darüber so wirklich Bescheid weiß, dann unterschreibt er Ihnen alles. Und solange nichts passiert, ist auch alles in Ordnung. Aber deshalb dieses jetzt, was ich hier sage, an Sie bitte alle meine Bitte, denken Sie drüber nach, wenn was passieren sollte, weil dann sind Sie als Errichter, auch der Bauherr und alle, die damit zu tun hatten, mit einem Bein schon mal im Gefängnis, weil dann haben sie nämlich entgegen der Baunorm gebaut und dann muss gehandelt werden. Also einfach bitte wirklich darauf achten, weil es ist wichtig. So, jetzt unterscheiden wir mal kurz hier so ein bisschen die einzelnen Normen, wie sie eben in den 3 Ländern vorkommen oder was da verlangt wird. Härteste ist Deutschland, muss ich klipp und klar sagen. Außer, verrückterweise, habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung auf dieses Seminar oder auf unser Webinar gelernt, Wien. Wien ist genauso streng wie Deutschland. Aber ansonsten ist Österreich zum Beispiel relativ locker. Aber Wien hat genau die gleichen Voraussetzungen oder Normen oder Gesetzeslage wie in Deutschland. Das heißt, Sie brauchen, wir reden jetzt ausschließlich über Carports ohne Dachunterhaut, brauchen Sie in Deutschland und auch in Wien eine sogenannte Überkopfzulassung, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Dafür muss der Modulhersteller Sorge tragen, dass er die hat, sonst darf er nicht eingesetzt werden. Und es gibt in Deutschland noch sogenannte Landesbauordnungen, die von der Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen abgeleitet werden. Da müssen Sie sich reinknien, weil da wird genau aufgezeigt, was muss das Glas können, was muss der Stahl können, wie dürfen die Abstände nur sein und all diese Geschichten. So, in der Schweiz, da gehen wir jetzt als nächstes Land, ist es die SIA. Das heißt, hier reden wir von der Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, der die Vorschriften bzw. die Normen für die Schweiz erlässt. Es gibt hier nicht die sogenannte bauaufsichtliche Zulassung, aber die SIA hat ganz klar, was Module betrifft zum Beispiel, Voraussetzungen auf den Weg gebracht, die müssen diese Module erfüllen und dann dürfen sie in der Schweiz eingesetzt werden. Wobei auch da gibt es unterschiedliche Kantonsnormen. Da muss man ganz arg drauf aufpassen. Österreich ist es wie bei uns die DIBT, also das Deutsche Institut für Bautechnik, ist es dort das Österreichische Institut für Bautechnik, das für die Normen sorgt. Und da müssten Sie bitte auch genau reinschauen und schauen, welche Norm für Stellplätze und auch Parkplätze mit Dachfunktion vonnöten sind. Ganz wichtig also, um einfach so die Merksätze sich, es nützt leider einem nichts, wenn man sich nur Modul oder auch andere Zertifikate sammelt, sondern Sie müssen schauen, dass Sie die Systemgrenzen kennenlernen, dass Sie die definieren, also zum Beispiel Systemgrenze Spannweiten oder Dachfunktionsnachweise, Glas-über-Kopf-Zulassungskonzepte. Auch ganz wichtig, das ist zwar ein Part, den wir dann also den wir selber als Montagesystemhersteller so gar nicht beachten oder wir nicht bearbeiten, ist jetzt Elektro. Aber auch das habe ich hier einfach vollständigkeitshalber eingeführt und gehe jetzt im Anschluss auch ein bisschen weiter drauf rein. Hier sind die Hinweise und die Normen ein bisschen klassifizierter, ein bisschen spezieller dargestellt. Und zwar einmal hier, wie gesagt, die Systemgrenzen. Da geht es, wie vorhin gesagt, um die Anwendungsgrenzen, Spannweiten, Dachneigung, Modulbauart, Klima, Schneezone. Natürlich braucht es jeder Statiker die Grundlagen, um überhaupt eine Statik rechnen zu können. Dann die Korrosionsumgebungen, zulässige Unterkonstruktion. Es ist zum Beispiel so, dass im Garagenbau, in der Garagennorm dürfen bestimmte
Bauelemente gar nicht eingesetzt werden, weil sie da bestimmte Brandschutzklassen erfüllen müssen und solche Sachen. Da müssen Sie arg drauf achten, weil das kann sonst ins Auge gehen. Beim Modul hatten wir vorhin schon, brauche ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, eben die Feuerklassifikation, dann Lastdaten, ganz wichtig, braucht der Statiker. Das ist unglaublich wichtig. Wir haben damit tagtäglich zu tun, was eben wirklich da auf einen zukommt und was man den Menschen zur Hand geben muss. Tragwerk, auch hier haben wir natürlich die DIN-Tragwerk, in der Schweiz die SIA und in Österreich ist die Ö-Norm, die einem einfach sagt, wie die Halteelemente miteinander verbunden werden können, welche Pfetten, Stützen oder Anker oder Fundamente eingesetzt werden dürfen. Dachfunktion, hier sind wir wieder bei den Musterverwaltungsvorschrift in Deutschland, die ich vorhin gesagt habe, Schweiz die SIA und in Österreich ist der objektbezogene Funktionsnachweis nach der Überdachung. Hier reden wir von Regensicherheit, Wasserweg, ganz, ganz wichtig. Inzwischen wird bei vielen großen Projekten, gerade im öffentlichen Bereich müssen Sie ein ganz klares Wasserkonzept vorzeigen. Das heißt, da wird verlangt, dass der Wasserweg vom Dach bis zum Einlass in den Boden oder auch noch darüber hinaus komplett dokumentiert wird. Über Kopfglas, da sind wir dort gelandet, von dem ich vorhin gesprochen habe, die sogenannte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder in der Schweiz die SIA oder eben in der Österreich über die OIB bei geneigten Verglasungen. Brandschutz hat auch natürlich jedes Land seine eigenen Vorschriften, seine eigenen DIN und die sind hier auch, soweit wir es rauskriegen konnten, wie gesagt, das ist eigentlich normalerweise nicht unser Kernthema, habe ich es trotzdem versucht hier abzubilden. Ganz wichtig, so ein Satz, den man sich immer merken muss, in Deutschland zumindest, wenn das Modul bauordnungsrechtlich als Überkopfverglasung eingesetzt wird, also das heißt die Dachhaut bildet, benötigt man grundsätzlich diese DBT-Zulassung. Jetzt kommen wir in den Bereich, wie gesagt, wo wir selber normalerweise nichts mit zu tun haben, aber ich möchte Sie trotzdem nicht im Ungewissen lassen und habe versucht, hier auch alles so aufschlussreich wie möglich abzubilden. Das heißt Feuerwehr, Kennzeichnung, Lageplan, Abschall-Trennstellen, ganz, ganz wichtig, müssen Sie vorweisen. Ansonsten kann, soviel ich weiß, die Feuerwehr sich auch teilweise weigern einzuschreiten bei einem Brand, weil die müssen natürlich auch auf die eigene Sicherheit erstmal achten. Dann eben Wechselrichterführung und. Elektronetz, Schaltbilder, Stringplan, da kennen Sie sich alle bestimmt viel, viel besser aus als ich. Das muss auf jeden Fall hinterlegt werden. Kabel, auch hier Erdungskonzept, Trennungsabstände, ähnliches, Montagebetrieb. Da sind dann wir wieder gefordert. Das heißt, klare Montageanleitungen, die Sie dann bei der Dokumentation hinterlegen können, um zu zeigen, wie ist das ganze Dach aufgebaut, wie ist der gesamte Carport aufgebaut. Und auch in der Projektakte immer mit dabei, muss standortbezogene Lasten, das heißt die Statik, wie ist der Fundamentplan aufgesetzt, das Gesamtplanung und hier das Bild, auch ganz, ganz wichtig, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir erleben das bei den großen Projekten, die teilweise über 3 oder 4 Jahre dauern, dass sie dann einen Planstand nehmen halt von vor 2 Jahren. Nein, es muss natürlich alles so dargestellt werden, wie der Carport wirklich errichtet wurde. Weil es kann auch tatsächlich sein, dass in der Errichtungsphase irgendwas festgestellt wird, von dem man vorher nichts wusste und dann kurzfristig doch wieder etwas geändert werden muss. Und genau diese Änderung muss in der Projektakte hinterlegt sein, damit später, 10 Jahre, 30 Jahre später, weil Sie haben es ja gehört, wir reden hier von Zeiten, Nutzungszeiten, 30, 40, 50 Jahre ist bei einem Carport eigentlich, sagen wir mal so, sollte völlig normal sein. Deutschland, nur mal ganz kurz darauf hinweisen, eben DBT, Schweiz, Dachfunktion, Hinterlüftung separat dokumentieren und immer an die oberste Schicht, in dem Fall Brandschutz denken. Österreich genau das Gleiche, Brandschutz sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch die Nutzungssicherheit bzw. Barrierefreiheit darf man hier nicht außer Acht lassen, weil das könnte sogar ganz schnell zum Engpass werden. Hier muss darauf geachtet werden, dass größere Fahrzeuge
wenn eine Größe des Carports überschritten wird, noch Möglichkeit haben durchzufahren, Feuerwehr und ähnliches, was allerdings in Deutschland auch wichtig ist. Also solche Sachen auch noch beachten. Das heißt, bedeutet für Sie, wenn Sie in der Planung oder wenn Sie mit einem Carport anfangen, sind das all diese Punkte, die müssen Sie vom ersten Moment an im Auge haben. Ansonsten kostet es irgendwann, wenn man darauf aufmerksam wird, je später, desto teurer. Gut. Ähm, Jetzt sind wir, das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen und ich bin ganz ehrlich, uns auch immer wieder stellen müssen. Wann oder wie muss die Statik erstellt werden und vor allen Dingen, wird sie geprüft hinterher, wird sie nicht geprüft, wer ist dafür zuständig, wen müssen wir dafür ansprechen oder was muss man dafür machen? Und dafür haben wir einen Vergleich gemacht, auch wieder hier, Deutschland, Schweiz, Österreich, Österreich auch wie vorhin gesagt, Wien komplett eigenständig, ähnliche, ähnliche Prüfungen wie bei uns in Deutschland. Deutschland ist auch hier am stärksten formalisiert, Schweiz am wenigsten pauschalisiert und Österreich liegt irgendwo dazwischen mit Wien ein Sonderfall. So kann man das einfach klipp und klar sagen. Deutschland hat ein landesrechtliches Prüfregime. Da kommt es tatsächlich fast ausschließlich darauf an, wie groß ist ein Carport. Sie brauchen ab einer gewissen Größe, die ich aber tatsächlich auch gar nicht sagen kann. Wir haben intern so, reden wir so von 30 Quadratmeter, aber auch das muss nicht unbedingt richtig sein, weil jede Gemeinde hat teilweise eigene Bauvorschriften und wenn sie drangehen, was zu bauen, ist der schnellste und einfachste Weg, haben wir festgestellt. Überlegen Sie sich mit Ihrem Kunden zusammen, wie groß soll der Carport sein? Machen Sie eine kurze Planung, da unterstützen wir Sie wirklich sehr, sehr gerne. Das ist einfach unser Job, das haben wir frühzeitig angefangen, da können wir mit Ihnen mitgehen und Sie unterstützen. Und dann können Sie diese Planung, diese erste grobe Planung auch gerne einfach persönlich mit dem Bauamt besprechen. Und da kriegen Sie normalerweise alles gesagt, was Sie beachten müssen. Bei einem großen Carport brauchen Sie das eigentlich schon fast gar nicht mehr machen, weil dann ist sowieso klar, dass Sie da eine prüffähige Statik in Deutschland brauchen. Eine statische Berechnung brauchen Sie eigentlich grundsätzlich, mein Anraten, weil Sie müssen ja wissen, hält es oder hält es nicht. Und das ist eben, wie gesagt, in Deutschland Pflicht. So, Schweiz sind wir im Bereich prüffähige Statik, ja, aber einen automatisch vorgeschriebenen Prüfstatiker gibt es nicht, ist in der Schweiz nicht standardisiert, kann aber auch bauwerksbezogen vom einzelnen Kanton verlangt werden. Auch hier mein Rat oder mein Tipp, nachfragen. Österreich, Statik grundsätzlich, aber eben ein bestellter Prüfingenieur ist auch hier österreichweit nicht der automatische Regelfall, aber auch hier bundeslandbezogen kann es anders sein. In Wien ist es definitiv der Fall, brauchen Sie für Großprojekte unbedingt einen Prüfingenieur. Das heißt, der Tipp hier, also sowohl in Deutschland als auch in Wien, so schnell wie möglich bei Beginn der Planung mit dem Prüfingenieur schon reden, ihn einbeziehen, dann kann am wenigsten schiefgehen. Und die Leitfrage in der Projektierung ist grundsätzlich, es geht gar nicht um PV, sondern einfach, welches Tragwerk, weil wir reden nicht nur von Carports, ist es nur ein Muss, sondern es ist prinzipiell bei einem Bauwerk ein Muss. Und dann als nächstes, in welchem Bundesland, Kanton sind wir, welche Größe und dann nochmal nachschauen, wie formell ist in meinem Projektstandort dieses, wir nennen es hier Prüfregime. Einfach eine kurze Folienlogik. Wie gehe ich vor, dass Sie das auch nochmal Schritt für Schritt haben? Schritt 1, welche Parkplatzüberdachung will ich? Eigenes Tragwerk, was für eine Spannweite? Ist es ein Sonderfall? Wenn nein, wenn ja, Schritt 2. Das heißt Standort klären, Deutschland, Schweiz, Österreich oder Wien. Müssen Sie, wie gesagt, immer schauen, wo bin ich? Muss ich einen Prüfstatiker einsetzen? Ja oder nein? Deutschland früh an diese Prüfmeldung denken. In der Schweiz, wie gesagt, prüffähige Statik haben, aber extern nein. Und hier sind wir jetzt eben Österreich außer Wien, Statik und mögliche Sachverständigenprüfung im Auge haben, aber ist kein Muss, nicht überall. Und wie gesagt, Wien definitiv und deshalb proaktiv so früh wie möglich einplanen. Jetzt
ganz kurz die offiziellen Quellen, einfach zu zeigen, wo kommt es her, wo müssen wir mit reden. In Deutschland ist es die Verordnung der Prüfingenieure, die ein formales System beschreiben. Das heißt, in Deutschland praktisch nicht immer automatisch, aber bei größeren Anlagen, wie gesagt, muss er mit reingedacht werden. Die operative Übersetzung heißt, die Statik nicht nur rechnen, sondern frühzeitig prüffähig aufarbeiten. Dabei Landesrecht, Verfahrensart prüfen, Bauüberwachung, Baubescheinigung mitdenken. Es lässt sich einfach sagen, Deutschland hat für Standsicherheitsnachweise das formalste, also das härteste Regime. Die genaue Pflicht aber hängt auch hier eben von diesen Musterverwaltungsvorschriften ab, die bei je Land unterschiedlich sein können. Und nochmal eben wichtig ist, nicht jeder kleine Carport muss automatisch als prüfpflichtig verkauft werden. Ups, Entschuldigung, das war zu schnell. Für die Schweiz eben ist es so prinzipiell nicht die deutschlandländische landesweite Pflicht der Prüfstatiker, aber eine Statik selber muss oder sollte eigentlich erstellt werden. Dann für große Carports heißt es eben, die Baubewilligung und Tragwerksnachweise immer mitdenken, die Unterlagen aufarbeiten, lesen, prüffähig aufbauen und natürlich auch in dem Bereich, aber sonst kann eine Statik gar nicht gerechnet werden. Es ist überall so Schnee, Wind und auch Fundamentierung bedenken. Auch hier lässt sich ganz kurz auf den Kern bringen, in der Schweiz braucht der größere Carport fast immer eine saubere, prüffähige Statik, aber sie muss nicht extern, es wird nicht immer vorgeschrieben, dass sie extern geprüft wird. Jetzt sind wir hier Österreich außer Wien. Auch hier, wie Baurecht ist Landessache, einheitlich prinzipiell kein Prüfstatiker, aber die Behörden können es verlangen. Wien hat das klare Sonderregime, wie in Deutschland, ich sage es nochmal, und deshalb lässt sich sagen, Österreich ist leider nicht einheitlich. Sie müssen hier bitte wirklich immer schauen, wo sind wir. Und außerhalb Wiens brauchen wir in erster Linie eine prüffähige Statik, aber es muss nicht immer mit einer sachverständigen externen Prüfung gerechnet werden. Wien eigentlich, gehen Sie davon aus, grundsätzlich. Und um Ihnen jetzt mal ein bisschen zu zeigen, wie sowas umgesetzt werden kann, habe ich einfach 4 Fälle mal von uns umgesetzten Projekten vorbereitet, die alle auch in sich ein bisschen was Besonderes haben, sodass Sie ein Gefühl bekommen, was vielleicht alles passieren kann. Aber ganz wichtig, also ich will hier keine Angst schüren, sondern es ist alles umsetzbar und es ist nichts, was Sie nicht auch in einem anderen Projekt, sprich, wenn Sie ein Haus bauen, stehen Sie vor den gesamten gleichen Forderungen oder Voraussetzungen und Häuser werden ohne Ende gebaut. Also gehen wir an die Carports, auch die können gebaut werden. Hier beweise ich es ein bisschen. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Carports, muss ich einfach sagen, weil da sind wir jetzt in dieser Hybridbauweise, die der Herr Schmidt vorhin hervorgehoben hat, und zwar Holz-Stahl. Und ich finde, da bekommt ein Carport einfach ein wunderbar warmes Licht. Es ist ein großer Energieversorger, Schweiz-Deutscher unten an der schweizerischen Grenze. Der hat uns damals zur Aufgabe gegeben, sie wollen ihren Mitarbeiterparkplatz überdachen. Die eigene erste Idee war tatsächlich, das in 3 Bauabschnitten zu bauen. Und zwar erstmal hier als reinen Kragarm, dann gegebenenfalls den Kragarm hier nochmal spiegeln und dann hier noch ein Dach dran setzen als Ausläufer, um diese Reihe auch noch mitzubauen. Dann haben wir denen von vornherein gesagt, so, oh, unfassbar aufwendig, wir haben eine andere Idee, wir machen euch eine Planung für den gesamten Carport, das heißt die gesamte Überdachung auf einen Schlag. Und jetzt wird es ganz wichtig für alle, die Kragarm-Varianten, ob jetzt Y oder eben Einzelcarport-Kragarm, sind statisch mit die anspruchsvollen. Das bedeutet auch kostenmäßig, weil zum Beispiel die Lasten können ja nur über diese eine Stützenreihe nach unten in den Boden eingeleitet werden und dementsprechend ist A, die Stütze groß dimensioniert. Hier ist sie deshalb dimensioniert, weil die Wasserführung durch die Stütze läuft und es ist vor allen Dingen beim Kragarm genauso wie bei einem Y ist hier unten das Fundament gigantisch, weil die Last ja oder vielmehr das Fundament als Gegenlast für die Dachfläche herhalten muss. Und deshalb haben wir Ihnen erklärt,
macht es anders. Wir machen euch die Planung, Komplettüberdachung. Ihr habt ein einheitliches Bild. Es kommt günstiger, was auch so passiert ist. Und ihr habt eine einzige Baumaßnahme. Und wie Sie sehen, ist es passiert. Auch hier sieht man wieder unsere integrierte LED-Beleuchtung. Und ich habe hier so ein bisschen die Besonderheiten, versuche ich auch rauszubringen bei jedem Carport oder bei jeder Parkplatzüberdachung, die ich Ihnen hier vorstelle. In dem Fall ist es, die hatten dann natürlich gesagt, die hatten dann gesagt, macht uns doch ein bisschen was Verrücktes mal. Wir wollen nicht so eine Einheit haben, wenn dann was wir Energieversorger auch ein bisschen zeigen können, unseren Kunden. Und dann haben wir gesagt, gut, was haltet ihr davon? Normalerweise Satteldach hat Spitzenfirst. Wir haben die Möglichkeit, Module zu biegen bei uns. Das ist ein Standardmodul, Glas-Glas, tatsächlich mit DBT-Zulassung. Das haben wir gebogen und daraufhin ist dieser halbrunde First hier entstanden, der nochmal ein filigraneres Bild und ja, einfach was Schöneres nochmal für diesen Carport zustande bringt. So, dann gehen wir zu einem weiteren, ja, auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Tesla ist vor 5 Jahren inzwischen auf uns zugekommen und hat gesagt, dass sie eben einen Carport planen. Zuerst haben sie, das sieht man nicht auf dem Bild, hier rechts davon haben sie erstmal einen Kragarm gebaut, ein Jahr davor. Und dieser hier wurde vorletztes Jahr fertiggestellt. Das ist 5000 Quadratmeter Mitarbeiterparkplatzüberdachung. Und dort das, was sie von uns haben wollten, war erstens eine relativ große Stützenweite, 7,50 Meter, wobei da bin ich ehrlich, das hat Tesla alles selber geplant. Plus aber unsere Profile sind für diesen Fall die längsten Profile geworden, die wir jemals ausgeliefert haben. Hatten dann ein bisschen Angst mit der Wasserführung, dass alles funktioniert, aber es wurde hydrologische Gutachten eingefordert und ähnliches und auch berechnet und hat alles funktioniert. Das ist von unserer Seite her das Besondere an diesem Carport. Was insgesamt, und das sind wir jetzt im rein designtechnischen Bereich, an diesem Carport so besonders ist, ist A, diese verschiedenen Flügeldächer mit der Überdachung. Das ist der Fußgängerweg, der hier läuft, der überdacht wurde. Und vor allen Dingen, dass Tesla von sich aus ihr T, also ihr Tesla-Emblem in den Stützen wiederfinden wollte und deshalb diese speziellen Schweißträger sich hat designen lassen, die jetzt den Carport, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich sehr besonders und einzigartig macht. Also auch hier ein sehr gelungenes Stück, das man gerne zeigt, möchte ich sagen. Ein schöner Beitrag aus der Schweiz, auch hier wieder eine Hybridlösung. Und da das Besondere ist, da sind wir genau in diesem Bereich. Das ist ein Mikro-Carport. Mikro in der Schweiz, in der Ostschweiz, ist noch gar nicht so lange her. Der wurde vor 5 Monaten wurde der freigegeben, ist also gerade erst kürzlich gebaut worden. Und da sehen Sie auch schon in den Bildern, ist diese unglaublich hohe Fläche oder die Dachhöhe, die wir hier haben, weil eben genau diese Vorschrift war, dass die Feuerwehr und ähnliche und vor allen Dingen auch LKWs reinfahren müssen. Und dennoch haben wir es geschafft, und das sehen Sie an den Stützen, diese Höhe mit einem relativ weiten, und zwar einem jeden zweiten Parkplatz, also 5 Meter Stützenabstand, mit einem doch filigranen Stahlbau abzubilden. Und dann mit dem schlanken Holzbau, der einfach eine schöne Farbe hat, ist es insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Parkplatzüberdachung geworden. Und jetzt komme ich zum letzten Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und zwar Aral hat damit den allererste reine Elektrotankstelle in Europa gebaut mit unserem System als Überdachung. Und zwar ist es beim Stadion von Mönchengladbach. Das ist die erste reine Tankstelle auch des Gesamtkonzerns. Und was hier die große Besonderheit ist, das ist eine Vorschrift, die einfach Aral BP intern hat. Es darf dort niemand auf ein Dach gehen. Und deshalb oder auch in bestimmten Höhen soll vermieden werden zu arbeiten, weil mal vor Jahren ein schrecklicher Unfall war. Und deshalb wird dieses Dach, das gesamte Dach wird am Boden gebaut und wird dann mit einem Kran hochgehoben. Deshalb mussten auch diese Dachdurchkringungen hier, Sie sehen sie, mit eingeplant werden, die
Ja, kann man sagen, jetzt natürlich zu einer Verschattung führen werden, wissen wir, aber wir mussten eben dieser Konzernvorgabe, mussten wir einfach ja, Rechnung tragen und das war die einzige Möglichkeit. Und so passiert es dann eben, dass, wie gesagt, Dach wird hier unten gebaut, segmenteweise, dann wird es hochgehoben, man sieht es hier an diesen besonderen Befestigungen, wird es aufgeflanscht, verbunden und dann kann die Dachhaut oben fertiggestellt werden. Ja, ich hoffe, wir haben Ihnen alle drei einen Einblick geben können, was es heißt oder was man bedenken muss, wie man sich wirklich ein bisschen reinknien muss, wenn ich einen Carport oder eine Parkplatzüberdachung plane und auch realisieren möchte. Natürlich kleiner Carport, möchte es nicht sagen, wenig Probleme oder wenig Sachen, an die ich denken muss. Auch hier muss ich an einiges denken, aber es ist natürlich so, je größer die Anlage, desto mehr muss ich bedenken. Wie schon vorhin gesagt, wir stehen Ihnen jetzt gerne mit Rat und Tat zur Seite, würde ich sagen, für eine Viertelstunde, 20 Minuten haben wir gesagt, Olga. Aber ansonsten bekommen Sie oder haben Sie alle unsere Kontaktdaten. Das heißt, Sie können uns auch direkt persönlich ansprechen. Wir freuen uns drauf und ich hoffe, dass wir viele, viele Carport-Projekte miteinander umsetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe die Fragen im Chat auch beantwortet. Falls noch irgendwelche weitere Fragen, ja, können Sie mir direkt E-Mail schicken. Ja, ich werde jetzt hier mein E-Mail mitteilen. Eine Sekunde. Genau. Und was ich auch noch gern dazu sagen möchte, Sie haben vorhin gesehen, einer unserer Mitarbeiter, unser technischer Leiter, Max Träger, hat die Fragen, die unser System betroffen haben, schon super im Chat während des Vortrags beantwortet. Danke, Max. Das heißt also, wenn Sie noch andere haben, einfach reinschreiben. Wir unterstützen Sie da gerne. Danke, Herr Simon, Ja, vielen Dank. Ja, ich habe auch unterstützt. ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Einen schönen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns noch bald. Möglich in ein paar Monaten werden wir eine andere Masterclass durchführen und werden noch Ihnen Glück zu sehen. Ja, Gut. super. Vielen Dank. Schönen Tag und auf Ich schreibe Wiedersehen. vielleicht meine E-Mail-Adresse auch noch kurz rein. Ja. Dann haben wir die auch. Genau. Stimmt sie? Jawohl. Abschießen. Und dann, wie gesagt, verabschieden wir uns auch. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren und danke, Olga, auch, dass ihr das angeregt habt, dass wir das Webinar mit euch zusammen machen. Vielen Dank und gerne eben in ein paar Monaten wieder. Wir freuen uns alle drauf und gute Zeit. Bis dann demnächst hoffentlich. Vielen Dank auch von meiner Seite für das zahlreiche Erscheinen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und gerne können Sie uns auf jeden Fall telefonisch mit allen Fragen noch bombardieren, die Ihnen auch gerne im Nachgang noch einfallen sollten. Gute Zeit.